In nur wenigen Tagen fliegt das mächtigste Raumfahrzeug der Geschichte zum allerersten Mal. Starship in einer komplett neuen Generation. 124 Meter, 5000 Tonnen schwer und mehr als doppelt so viel Schub wie die Saturn V Mondrakete, die Apollo zum Mond brachte. Aber wird das radikal umgebaute V3-Design beim Jungfernflug halten? 33 Triebwerke völlig nackt und ohne Hitzeschild. Kann das überhaupt gut gehen? Eine Milliardenwette längst eingelöst, bevor das erste V3 Starship auch nur den Boden verlässt. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Es ist soweit. In wenigen Tagen will SpaceX zum allerersten Mal ein komplett neues Starship fliegen, eine neue Generation. Die Mission, die heißt offiziell IFT-12. IFT-12, also der voll integrierte 12. Flug der Starship Super Heavy Rakete. Und die Rakete, die da abhebt, die ist nicht mehr das Starship, das wir aus Flug 10 und 11 kannten. Wir reden von Booster 19 und Ship 39. Beide gehören zur Block 3 Architektur. Das V3 Starship. Aller guten Dinge sind 3. Viel Hoffnung liegt nun auf dieser Iteration. Sie soll Starship nun nach unzähligen spektakulären Tests endlich zu einer echten Orbitalrakete machen. Schon der Startplatz ist neu. SpaceX startet jetzt zum ersten Mal vom Orbital Launchpad 2 in Boca Chica. Der erste Turm, von dem bisher alle Flüge starteten, der hat einen Bruder bekommen und dieser Bruder, der feiert jetzt seine Premiere. Die Bodeninfrastruktursysteme, die sind so komplex, dass wir dazu eine eigene Technikfolge machen werden. IFT-12. Dieser Flug, der hat schon vor dem Start eine eigene Geschichte. Eigentlich hätte nämlich Booster 18 die V3-Premiere bestreiten sollen. Im November vergangenen Jahres riss ihn eine Anomalie im Stickstoffsystem während eines Drucktests auseinander. Totalverlust. Auch sein Nachfolger Booster 19, der hatte Anlaufschwierigkeiten. Beim ersten Static Fire im März zum Beispiel, da wurden mehrere Triebwerke beschädigt und SpaceX musste Ersatz aus dem nachfolgenden Booster 20 ausbauen. Dieses Kannibalisieren von neuer Hardware verrät vermutlich, wie sehr SpaceX gerade aufs Tempo drucken muss. Jetzt im April lief dann der entscheidende Test, ein sogenannter Static Fire, also ein statischer Feuertest, bei dem die Rakete fest am Boden gehalten wird, während alle Triebwerke voll laufen. 15 Sekunden mit allen 33 Raptor-Triebwerken im Booster. Das erste Mal, dass so viele Raptor 3 Triebwerke feuerten. Erfolgreich übrigens. Auch Ship 39 hat seine eigene Static Fire bestanden. Im Mai folgte dann die vollständige Betankungsgeneralprobe mit dem kompletten Stack auf der Rampe. Die Rakete, die wurde fast bis zum Zünden der Triebwerke durch eine Startvorbereitung getestet. Ja, und wenn die Rakete dann abhebt, ist es eine Riesenpremiere. Erster V3-Flug überhaupt, erster Start von Pad 2, erster Einsatz eines vollen 33 Raptor 3 Clusters unter Realbedingungen. Und in der Nutzlastbucht testet SpaceX den sogenannten PES Dispenser scharf, und zwar das mechanische System, was dann die Starlink-Satelliten auswerfen soll. Echte Starlink V3-Satelliten ins All werden wir noch nicht wahrscheinlich sehen, aber bei dem Flug, die Massensimulatoren, die sollen angeblich erstmals mit Kameras ausgestattet werden. Zumindest wissen wir über Funklizenzen, die für diesen Suborbitalflug eingeholt wurden, damit diese ausgeworfenen Dummies senden dürfen. Das sollte uns dann tolle Bilder von Starship V3 im Flug von außen geben. Etwas, das sich die Community ja seit über einem Jahr sehnlichst herbeiwünscht. Das würde dann die ohnehin schon konkurrenzlos gute Live-Berichterstattung von SpaceX auf ein ganz neues Level heben. Aber zoomen wir mal raus. Was ist Starship eigentlich, wenn wir es ganz nüchtern betrachten? Ja, stell dir die größte Rakete vor, die jemals gebaut wurde, und dann multiplizier sie noch. Das Starship ist 124 Meter und wahrscheinlich 40 Zentimeter hoch. Zum Vergleich die Saturn V Mondrakete, die einst Apollo zum Mond brachte, die war 110 Meter. Das aktuelle Space Launch System der NASA, das bringt es im Vergleich dazu gerade mal auf 98 Meter. Starship ist deutlich größer als beide, und das ist nur die halbe Wahrheit. Da das Volumen mit der Länge mit der dritten Potenz skaliert, ist eine 20% längere Rakete viel schwerer und mächtiger, als der Vergleich der Länge vermuten lässt. Ja, der Hauptdurchmesser des Zylinders, der ist 9 Meter über die gesamte Länge. Das ergibt ein nutzbares Innenvolumen für die Oberstufe von über 600 Kubikmeter. Zur Veranschaulichung, das gesamte unter Druck stehende Volumen der Internationalen Raumstation ist 1200 Kubikmeter. Der ISS-Aufbau, der hat Jahrzehnte gedauert. Starship könnte das nutzbare Volumen einfach mal so in 2 Starts in den Orbit bringen. Wirklich gewaltig wird's dann beim Gewicht. Die Startmasse, voll betankt, die liegt bei rund 5000 Tonnen. Saturn V kam auf knapp 3000 Tonnen, das aktuelle SLS auf 2600 Tonnen. Starship hebt damit fast doppelt so schwer ab wie alles, was die Welt bisher gesehen hat. Und das ist ja die Statik. Wir wollen ja mit der Rakete senkrecht nach oben, da muss sich was bewegen, da brauchen wir Schub. Der Schub beim Start über 9000 Tonnen.
Das ist mehr als das 2,5-fache der Saturn V oder der Startschub von 7 Airbus A380 gleichzeitig. Doch die nackten Zahlen sind nur die halbe Geschichte. Was Starship wirklich ausmacht, ist das Konzept dahinter. Die vollständige, schnelle, verlässliche Wiederverwendbarkeit. Bei einer Falcon 9, die übrigens mit 550 Tonnen gerade mal ein Zehntel von Starship wiegt, kommt nur die erste Stufe zurück. Bei Starship auch eine zweistufige Rakete wie die Falcon 9, da sollen ab dieser Version beide Stufen routinemäßig zurückkehren. Booster und Chip, beide intakt, beide wieder einsatzbereit und das möglichst schnell. Das hat noch nie jemand gemacht. Damit das gelingt, müssen beide so leicht wie möglich sein. Landebeine wären zu schwer, also setzt SpaceX auf etwas, das es so noch nie gab. Einen Startturm, der die Rakete nach dem Flug aus der Luft schnappt. Intern heißt das Mechazilla und an seinen Seiten, da klappen dafür 2 riesige mechanische Arme aus. Sogenannte Chopsticks, also Stäbchen wie beim Sushi. Der Booster, der fliegt dann heran, die Arme schließen sich und fertig. Haben wir auch schon ein paar Mal mit den vorherigen Boostern gesehen. Kommen wir zum Treibstoff. Starship verbrennt nämlich nicht wie die Falcon 9 Kerosin mit Sauerstoff, sondern flüssiges Methan zusammen mit flüssigem Sauerstoff. Methalox heißt diese Mischung auf Englisch. 2 Gründe dafür. Erstens verbrennt Methan deutlich sauberer als Kerosin, also kein Ruß, der die Triebwerke verklebt. Und wenn du eine Rakete in 24 Stunden gleich 2-mal fliegen willst, dann musst du verguckungsfrei verbrennen. Und zweitens, wer irgendwann mal zum Mars und zurück will, muss seine Rakete auch dort betanken können. Methan kann man theoretisch auf der Marsoberfläche aus Kohlendioxid und Wasser herstellen, wenn man genügend Energie hat. Soweit die Grundlagen zum System. Jetzt wird's spannend, denn die Rakete, die in wenigen Tagen startet, ist nicht mehr die Rakete von Flug 11. SpaceX hat eigentlich alles umgebaut. Die vielleicht offensichtlichste Frage zuerst, wie viel größer ist denn jetzt V3? Ja, die Antwort vielleicht weniger als die meisten erwarten. Die Gesamthöhe steigt nämlich nur von 123,1 auf 124,4, nicht mal 1,5 Meter. Aber die ganze Geschichte, die steckt nicht nur in der Höhe, sondern auch in den Tanks. Mehr Tankvolumen heißt nämlich mehr Treibstoff, damit mehr Energie und letztendlich dann auch mehr Nutzlast. Der Booster, der trägt nämlich jetzt zwischen 3400 und 3600 Tonnen Methalox. Das Chip, das bringt es durch einen weiteren Tankring und vor allem durch ein cleveres Detail im Inneren auf rund 1500 Tonnen. Diese Details, die sind die abgeflachten Schotten der Tanks. Die Trennwände zwischen dem Methan und dem Sauerstoff, die waren früher kuppelförmig, also stark gewölbt. Jetzt sind sie flacher. Bei V3 jetzt also flacher, Ergebnis mehr Volumen für Treibstoff, weniger toter Raum. V2 trug noch rund 1200 Tonnen Methalox im Chip. V3 packt 300 Tonnen mehr dazu. Ein Zuwachs von 25%. Gewaltig für so eine kleine Geometrieänderung. Ja, und was bringt das? Die Nutzlastkapazität in den niedrigen Erdorbit, also LEO, die springt nach oben. Die V2, die schaffte realistisch 35 bis 50 Tonnen, auch wenn sie das nie richtig demonstriert hatte. V3 zielt auf 100 bis 150 Tonnen und zwar wiederverwendbar. Mittelfristig sollen sogar 200 Tonnen werden. Das liegt jetzt nicht nur am Treibstoff, sondern auch an der Mehrperformance der Triebwerke. Dazu kommen wir aber später. Zur Einordnung, 200 Tonnen pro Start, das ist fast die Hälfte der gesamten internationalen Raumstation, die über ein Vierteljahrhundert ja in vielen Einzelteilen gestartet werden musste. Hier jetzt mit 2 Starts. Jetzt zum eigentlichen Star der Show, das Raptor 3, das Triebwerk, das diese ganze Architektur überhaupt erst trägt. Schauen wir auf die Zahlen. Raptor 2 brachte rund 230 Tonnen Schub auf Meereshöhe. Raptor 3 schafft laut SpaceX 280 Tonnen plus 50 Tonnen pro Triebwerk. Bei 33 Triebwerken im Booster reden wir so von einem Schubplus von 1650 Tonnen. Das ist mehr als der gesamte Startschub der leistungsstärksten Ariane. Gleichzeitig wurde das Triebwerk leichter. Das Raptor 2 wog noch rund 2 Tonnen. Der Raptor 3 wiegt mit allem drum und dran 1720 Kilogramm. Das sind 14% weniger Masse pro Triebwerk. Ja, und der spezifische Impuls, also die Effizienz, vergleichbar mit den Verbrauchswerten von einem Auto, steigt von 327 auf 350 Sekunden. Mehr Schub, weniger Masse, bessere Effizienz. Das ist die Dreifaltigkeit der Triebwerksentwicklung. Wie funktioniert das? Wie hat SpaceX das gemacht? Natürlich 1 Million Dinge, aber vielleicht als kleiner Vergleich Automotor. Stell dir mal vor, der wäre nicht aus tausende Einzelteilen zusammengeschraubt, sondern aus einem Stück gegossen. Vereinfacht gesprochen macht SpaceX das hier mit modernem 3D-Druck aus Metall. Externe Leitungen, Halterungen, Sensoren, Ventile, fast alles ist direkt in die Triebwerksgehäuse hineingedruckt. Weniger Teile, weniger Montageflächen, weniger Schwachstellen, so zumindest die Idee. Aber jetzt kommt der Punkt, an dem ich ehrlich gesagt ein bisschen nervös werde. Raptor 3 fliegt nämlich nackt. Bisher war jedes Triebwerk in einen schützenden Mantel aus Hitzeschildern und ablativen Decken gepackt. Beim Raptor 3 hat SpaceX das einfach weggelassen. Komplett. Stattdessen kühlt sich das Triebwerk im Prinzip von außen selbst durch sogenannte regenerative Kühlkanäle.
So funktionieren eigentlich alle Raketentriebwerke, die Flüssigtreibstoffe benutzen. Der eiskalte Treibstoff, der fließt durch dünne Kanäle an der Brennkammerwand vorbei, bevor er dann verbrennt. Das macht erst eine Brennkammer möglich, die normalerweise die Temperaturen innerhalb einer Brennkammer gar nicht aushalten würde. Und das wird jetzt auch genutzt, um das Triebwerk von außen zu schützen. Ob die Triebwerksteuerung das während des Starts und auch beim Wiedereintritt aushält, wird sehr, sehr spannend. Für mich startet mit dem neuen Triebwerk da eigentlich eine komplett neue Rakete mit ganz vielen Änderungen, die auch das Potenzial einer Verschlimmbesserung haben könnten. Versteht mich nicht falsch, das Konzept ist genial, wenn es klappt. Wenn nicht, könnte es das Programm um Jahre zurückwerfen. Übrigens, mittelfristig will SpaceX auch das Ship, also die Oberstufe von 6 auf 9 Triebwerke, aufrüsten. Beim Flug jetzt mit Ship 39 ist das noch die 6er-Konfiguration, aber bereits mit Raptor 3. Aber auch bei Hitzeschild der Oberstufe und der Aerodynamik ändert sich vieles. Fangen wir vielleicht mit den vorderen Flaps an. Das sind die kleinen Steuerflächen oben an der Oberstufe, die zusammen mit den hinteren Flaps unten an der Oberstufe den freien Fall durch die dichten Atmosphärenschichten stabilisieren. Also den sogenannten Belly Flop, den Bauchklatscher, bei dem das Ship horizontal mit dem Bauch nach unten zur Erde fällt, um den maximalen Luftwiderstand zu erzeugen in den dichten Atmosphärenschichten. Bei V1 und V2 saßen diese Flaps relativ weit nach außen. Genau diese Positionen, die wurden beim Wiedereintritt dann aber zum Problem. Bei über Mach 25, also dem 25-fachen der Schallgeschwindigkeit, da baut sich auf der windzugewandten Seite eine Plasmaschockwelle auf. Tausende Grad heißes, ionisiertes Gas, das dann versucht, jeden Spalt zu finden. Beim 4. voll integrierten Flug, das war 2024, ist genau das passiert. Das heiße Plasma ist in die Scharnierspalte der vorderen Flaps eingedrungen und hat sie geradezu weggeschmolzen. Ähnliches Bild haben wir dann auch auf anderen Flügen gesehen. Mit V2 hatte SpaceX bereits gegengesteuert. Die vorderen Flaps, die wurden kleiner, weiter nach vorne in Richtung Nase verschoben und vor allem leicht auf die windabgewandte Seite verlegt, in den Windschatten. V3 zieht diese Linie konsequent weiter und entfernt zusätzlich die schweren statischen Aerocover, also die Schutzabdeckung drumherum komplett. Das spart dann nochmal auch Masse. Auch am Booster gibt es ein paar sichtbare Änderungen. Statt 4 Gitterflossen, die sogenannte Grid-Fins, die auch die Falcon 9 nutzt, die sind zur Steuerung in den dichten Atmosphärenschichten kurz vor der Landung, sind es jetzt nur noch 3. Dafür sind die um 50% größer und sie sind weiter unten am Fahrzeug positioniert. Das reduziert die Hitzebelastung bei der Stufentrennung und integriert die Einfanghardware direkt in diese großen Strukturen. Dann der Hitzeschild der Oberstufe, das große Sorgenkind, wenn es um die schnelle, vollständige Wiederverwendung geht. Zehntausende sechseckige Keramikkacheln auf der windzugewandten Seite des Ships, also wo es in den Wiedereintritt geht. Schon mit V2 hat SpaceX hier deutlich nachgebessert. Neue Kachelgeometrien, bessere Befestigung. Ja, und beim letzten V2-Flug IFT-11, da kam zudem ein cleveres Detail dazu. Ein filzartiger Streifen zwischen den Dehnungsfugen der Kacheln, intern Crunch Wrap genannt. Er soll das Plasma daran hindern, in die Spalten zwischen den Keramikkacheln zu dringen. Ja, und der eigentliche Trick, der liegt noch tiefer. Schon seit dem 6. Flug sitzt unter den Keramikkacheln eine zusätzliche ablative Schutzschicht direkt auf dem Edelstahl. V3 fliegt jetzt mit den ganzen Änderungen am Hitzeschild. Falls eine Kachel im Flug zerbricht oder abfällt, ja, gibt es dann diese unterliegende Schicht, die dann kontrolliert abbrennt und den Edelstahl schützt, zumindest temporär. Ja, auch hier habe ich gemischte Gefühle. Eine ablative Schicht, die bei jedem Flug abbrennt oder zumindest an den Stellen, wo die Keramikkacheln abfallen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich wiederverwendbar und die ganze Idee hinter dem Starship-System ist ja flugzeugähnliche Wiederverwendbarkeit. Tagelange Reparaturen am Hitzeschild zwischen den Flügen, die passen da irgendwie nicht so richtig ins Bild. Ja, genau das werden wir jetzt aus den Daten der nächsten Flüge lernen und vor allem, wenn dann mal eine Oberstufe komplett wieder in die Starbase kommt, dann wird man den Hitzeschild wahrscheinlich auch gut verbessern können. Kommen wir zur Stufentrennung. Schon bei den letzten Flügen hat SpaceX ein Verfahren angewendet, das eigentlich aus der sowjetischen Raumfahrttechnik kommt, nämlich das sogenannte Hot Staging, heiße Stufentrennung. Dabei zünden nämlich die Oberstufentriebwerke schon, während der Booster eigentlich noch arbeitet und schiebt. Das vermeidet den kurzen Schubverlust, der bei einer kalten Trennung oder normalen Stufentrennung sonst entstehen würde. Und das mindert tatsächlich die Gravitationsverluste und das macht die Rakete insgesamt effizienter. Damit das ohne Schaden für den Booster passiert, sitzt zwischen Booster und Ship ein Stahlring, der die Abgase der Oberstufe abfängt bzw. wegleitet. Bei V1 und V2 war das ein separates Bauteil, das jeden Flug aufs Neue installiert wurde und in den frühen Flügen sogar abgeworfen werden musste. Also bisher musste das immer abgeworfen werden, damit der Booster eine stabile Landung hinbekommt. Bei V3 ist der Ring jetzt fest in den oberen Teil des Boosters integriert.
Außerdem ist die Konstruktion jetzt eine offene Fachwerkstruktur geworden, ähnlich wie bei den Sowjets, also eine Art Korbgeflecht aus Stahlträgern statt einer geschlossenen Wand mit Schlitzen. Die Abgase, die strömen jetzt frei nach draußen, statt sich da zu stauen. Und ja, der Wegfall des Bauteils macht das Ganze natürlich auch einfacher und leichter. Soweit die Hardware, aber wofür das alles? Ja, die ehrlichste Frage zu Starship lautet wahrscheinlich, wer zahlt eigentlich für all das? Die Antwort? Starlink. Die Satelliten-Internet-Konstellation von SpaceX ist mittlerweile eine der größten Cashflow-Generatoren des Unternehmens und finanziert die Starship-Entwicklung direkt mit. Aber die aktuelle Generation der Starlink-Satelliten, die stößt an ihre Grenzen. Die Falcon 9, die kann nur eine begrenzte Anzahl pro Start ausliefern. Mit dem Starship ändert sich das fundamental. Starlink V3, also auch die nächste Satellitengeneration, die wiegt das Dreifache der aktuellen V2 Mini-Varianten. Aber die Leistung, die steigt sprunghaft. 1 Terabit pro Sekunde Downlink. Das ist das 10-fache der aktuellen Satelliten. Pro Starship-Flug passen vermutlich 60 dieser neuen Satelliten in den Nutzlastdispenser. Der wird in der Branche scherzhaft PES-Dispenser genannt, weil die Satelliten da auch wie diese Bonbons da drin liegen und dann einzeln ausgeworfen werden. Liebe Grüße gehen hier an den Patrick. Ja, macht 60 Terabit pro Sekunde an Kapazität pro Start des Starships. Das ist das 20-fache einer Falcon 9. Und das ist die Voraussetzung für Internet aus dem All direkt auf Smartphone, ohne dann Spezialantennen und Millionen weiterer Kunden. Der zweite große Kunde ist die NASA. Im Rahmen des Artemis-Programms, also der Rückkehr von US-Astronautinnen und Astronauten zum Mond, hat SpaceX einen Vertrag über $4 Milliarden für die Entwicklung der Mondlandevariante des Starships. Die Artemis 3-Mission, die soll Ende 2027 starten und erstmal das Docken mit Starship üben. Eine Landung, die soll erst einmal ohne Crew und dann mit frühestens Artemis 5 mit einer Landung am Mond-Südpol im Jahr 2028 erfolgen. Aber dafür muss SpaceX zuerst eine Choreografie hinbekommen, die so noch nie geflogen wurde. Denn wie kommt Starship überhaupt zum Mond? Hier wird's spannend. Zwar ist die Saturn V viel kleiner als das Starship, aber direkt zum Mond konnte die Saturn V viel mehr schicken als ein Starship mit einem Start. Das ermöglicht die dritte Stufe der Saturn V. Das Starship-System hingegen zielt darauf ab, ein Starship oder eine Starship-Oberstufe im niedrigen Erdorbit zu betanken. So bekommt man dann im Prinzip eine gewaltige betankte dritte Stufe, wenn das mit dem Betanken klappt. Zuerst startet dafür ein Treibstoffdepot-Schiff, ein fliegender Tanker in den niedrigen Erdorbit. Dann starten 11 bis 15 weitere Tankerschiffe nacheinander und übergeben ihren Treibstoff im All an dieses Depot. Warum so viele? Ja, die Nutzlast von Starship ist eben nur 100 bis 200 Tonnen. Um ein Starship mit 1500 Tonnen Treibstoff voll zu machen, brauchst du halt viele Flüge. Ja, und erst wenn dann das Depot voll ist, startet der eigentliche Mondländer, dockt an dem Depot an, betankt sich vollständig und fliegt dann zum Mond. Bisher wurde noch kein einziger orbitaler Treibstofftransfer mit kryogenen Treibstoffen, also tiefkalten Treibstoffen im All, demonstriert. Bei V3, da hat SpaceX die Hardware dafür eingebaut, überarbeitete Betankungspunkte und Docking-Adapter. Die Navigation, die läuft dann mit den sogenannten Dragon-Eye-Sensoren, also eine optische Erkennung, die SpaceX schon dutzendfach bei automatischen Andocken an der ISS bewiesen hat. Die ersten echten Versuche für dieses Betanken im Orbit, die sind für Ende 2026 angesetzt. Mein ehrlicher Zwischenstand, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr. SpaceX muss Starship auf mehrere Flüge pro Woche bringen. Aktuell sind wir bei einem Flug pro Quartal. Ja, und dann ist da noch das Pentagon. SpaceX hat in den letzten Jahren still und leise einen militärischen Vertragsteppich von zusammen rund 22 Milliarden Dollar aufgebaut. Davon sind 13 Milliarden allein für das Programm Starshield reserviert. Das ist eine eigene vom zivilen Starlink getrennte Konstellation für Erdbeobachtung und verschlüsselte Kommunikation des US-Militärs. Ja, mehrere dieser Konstellationen für Erdbeobachtung und verschlüsselte Kommunikation des US-Militärs, mehrere dieser Konstellationen, die sind mittelfristig fast nur mit Starship V3 wirtschaftlich zu starten. Heißt, der amerikanische Sicherheitsapparat hat sich strategisch an V3 gebunden. Der Druck, dass dieses Schiff, das Starship-System funktioniert, kommt damit nicht nur aus der Privatwirtschaft. Bleiben zwei Anwendungen, die noch in der Zukunft liegen, vielleicht mit dem Lieblingsprojekt von Elon Musk angefangen, dem Mars. Elon Musk hat angekündigt, schon 2026 5 Starships ohne Crew zum Mars schicken zu wollen. Ja, aus ingenieurstechnischer Sicht ist das, glaube ich, kann man jetzt schon sagen, Wunschdenken.
Ein Flug mit Menschen zum Mars, das wird noch deutlich länger dauern. Eine Mars-Mission, die ist ja nicht nur Hochgeschwindigkeitswiedereintritt in die dünne Mars-Atmosphäre, es ist auch monatelange Lebenserhaltung, Strahlenschutz und der Aufbau einer lokalen Treibstoffproduktion. Realistisch reden wir hier von frühestens Mitte der 30er Jahre. Last but not least, vermutlich der Fall, der alle Raumfahrtfans begeistert und dann zusammenschweißt, Teleskope. Das James Webb Weltraumteleskop, das hat einen Spiegel von 6,5 Meter Durchmesser. Um ihn überhaupt in die 5 Meter Verkleidung der Ariane zu bringen, da musste er aufwendig wie Origami gefaltet werden und dann all wieder entfaltet werden. Ja, in der Entwicklung wahrscheinlich der feuchte Traum für jeden Ingenieur, beim Start dann aber natürlich großes Bang, lief aber bekanntlich ja alles am Schnürchen. Hut ab an alle, die da mitentwickelt haben. Mit dem Starship könnten 9 Meter Spiegel in einem Stück ins All fliegen. Konzepte wie das Habitable World Observatory, die könnten 8 bis 15 Meter Spiegelfläche nutzen und das ansatzweise ohne Falten. Das senkt die Entwicklungskosten um Milliarden und beschleunigt die Wissenschaft um eine ganze Generation. Hat SpaceX sowas schon mal überlebt? Ja, bei der Falcon 9, da gab es eine ähnlich aggressive Entwicklung von der Version 1 zur heutigen Block 5. Zum Beispiel die Streckung der Tanks, die Umstellung auf unterkühlte Treibstoffe, die Schuberhöhung. Und CRS-7 im Jahr 2015 und Amos 6 im Jahr 2016, ja, die fielen in einer Zeit, in der sich die Falcon 9 grundsätzlich weiterentwickelt hat. Beide haben Nutzlasten im Wert von 100 Millionen vernichtet und SpaceX hat das überlebt und in dieser Zeit, da wurde die größte Revolution in der Geschichte der kommerziellen Raumfahrt von SpaceX realisiert, nämlich die Wiederverwendung von Orbitalraketen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Skala damals viel kleiner war. Heute reden wir von 10-mal so viel Invest in Hardware vor dem ersten Erfolgsflug, von einem viel komplexeren Triebwerk, von einer Architektur, an der NASA, Pentagon und das halbe Sonnensystem hängt. Genial oder größenwahnsinnig? Vermutlich ein bisschen beides. Ich hoffe, dass das klappt. Aber ich werde mich auch nicht wundern, wenn es ein paar Anläufe braucht. Was da versucht wird, hat das Potenzial, die Raumfahrt erneut für immer zu verändern. Ja, und genau weil das einer der spannendsten Raumfahrtmomente mindestens dieses Jahres wird, schauen wir uns das gemeinsam an. Wir sind natürlich live mit dabei. Wir werden gemeinsam zusehen, kommentieren, einordnen und je nachdem, wie es läuft, entweder feiern oder gemeinsam analysieren. Das willst du nicht verpassen. Wenn du das Video bis hierher geschaut hast, dann weißt du, warum dieser Start kein normaler Test ist. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und vor allem drück auf das Glockensymbol und stell die Benachrichtigung ein. So bekommst du nämlich den Hinweis, wenn wir dann live gehen. Ja, und wenn du noch tiefer einsteigen willst, werde Schutzengel. Schutzengel bekommen alle unsere Videos einen Tag früher und komplett werbefrei. Mehr dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Lass uns das Video heute in 3 Punkten zusammenfassen. Erstens, Starship V3 ist keine reine Iteration. Es ist eigentlich eine fundamentale Neukonstruktion mit nackten Triebwerken, gestreckten Tanks und neuem Hitzeschild. Fast jede Schraube wurde angefasst, das gesamte System auf Serienreife gebracht. Zweitens, ja, an diesem Schiff, da hängen nicht nur Kommunikationssatelliten, Mondlandung, Pentagon-Konstellationen und die langfristigen Ambitionen der gesamten US-Raumfahrtstrategie. Das ist ein richtig, richtig großes Ding und es könnte die Raumfahrt revolutionieren. Punkt 3. SpaceX hat schon Milliarden in die V3-Infrastruktur investiert, lange bevor V3 selbst geflogen ist. Das ist bei einer agilen Entwicklung mutig oder größenwahnsinnig, je nachdem, wie man fragt. Ja, wird V3 beim Jungfernflug halten? Kann das überhaupt gut gehen? Bald haben wir dazu eine Antwort. Und ich gebe ehrlich zu, so nervös und gleichzeitig voller Vorfreude war ich schon lange nicht mehr. Was ist denn deine Meinung? Schreib sie gleich in die Kommentare. Vergesst die Glocke nicht. Wir sehen uns hoffentlich im Livestream. Bis dahin, immer schön gesund bleiben. Euer Mo.